Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Herbstzeit ist ja auch Teezeit und da gehören für mich Kekse einfach dazu. Eine der Keksorten, die ich zum Beispiel immer vorrätig habe, sind Heidesandplätzchen. Für die braucht man nur wenige Zutaten und die hat man meistens auch schon zu Hause. Die wichtigste Zutat für Heidesand ist gebräunte Butter. Die Butter muss unter Rühren erhitzt werden, bis sie eine schöne bernsteinfarbene Farbe hat und sich dunkle Punkte bilden. Mir ist die Butter hier jetzt ein bisschen zu dunkel geworden, aber mal sehen, ob es auch so funktioniert. Aber erst einmal muss die Butter zügig in die Schüssel, damit sie nicht noch dunkler wird. Bevor es jetzt weitergeht, muss die Butter vollständig abkühlen und am besten schon fest geworden sein. Dafür könnt ihr die Butter entweder in den Kühlschrank stellen oder aber schon einen Abend vorher vorbereiten und über Nacht fest werden lassen. Nach dem Abkühlen gebe ich den Zucker und den Vanillinzucker hinzu und rühre die Butter so lange, bis sie eine helle Farbe angenommen hat. Dann kommt das Mehl hinzu, das wird kurz untergerührt. Wie ihr jetzt seht, ist der Teig etwas bröselig geworden. Und zwar liegt das daran, dass ich die Butter ja ein bisschen zu dunkel gemacht habe. Und beim Erhitzen entweicht etwas Flüssigkeit und die fehlt jetzt im Teig. Das ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Auch mit einem bröseligen Teig kann man noch ganz tollen Heidesand machen, indem man etwas Milch zufügt. Die Konsistenz des Teiges hängt wie gesagt davon ab, wie stark die Butter gebräunt wurde. In diesem Fall sieht der Teig so ähnlich aus wie Spielsand. Der Teig lässt sich jetzt natürlich nicht so ohne weiteres zu Rollen formen, aber wenn man ihn fest zusammendrückt, Frischhaltefolie drumherum wickelt und einige Male über eine nicht glatte Oberfläche rollt, bekommt man eine schöne feste Rolle. Die Keksrollen kommen jetzt so für ungefähr 30 bis 60 Minuten in den Kühlschrank und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Wer möchte, kann die Keksrollen jetzt noch in Hagelzucker wälzen. Da es bei uns aber keinen Hagelzucker zu kaufen gibt, nehme ich einfach stattdessen den gröbsten Zucker, den ich finden konnte. Zum Schneiden der Keksrolle eignet sich am besten ein Messer mit einer schmalen Klinge. Ich mache die Scheiben 1 cm dick. Je nach Dicke der Rolle und der Scheiben bekommt ihr aus dem Teig etwa 36 Kekse. Gebacken werden die Heidesandplätzchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ungefähr 10 Minuten und zwar so, dass sie noch hell bleiben. Wenn man sie so lange backt, bis sie Farbe bekommen, werden sie hart. Nach dem Backen solltet ihr die Kekse zügig vom Backblech runterholen, damit sie nicht weiter backen. Direkt nach dem Backen sind die Kekse noch sehr zerbrechlich, aber sie werden beim Abkühlen noch fester. Und übrigens, wenn ihr auch so gerne Kekse backt wie ich, dann kann ich euch so ein Backblech ohne Rand sehr empfehlen. Damit kann man die Kekse einfach auf den Tisch gleiten lassen, ohne dass sie zerbrechen. Und jetzt zeige ich euch noch die Konsistenz meiner Heidesandplätzchen. Sie sind relativ fest, zerfallen aber beim leichten Druck in sandförmige Krümel. Daher kommt auch der Name. Und wenn ihr jetzt denkt, das kann ich aber deutlich besser oder ich habe ein viel besseres Rezept, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!